Hallo Leute und herzlich willkommen. Ihr seht schon, ich habe mich heute in Schale geworfen, denn heute am vierten Tag der IAE 2953 lädt uns Origin Jumpworks in die Messehalle ein. Und hinter mir seht ihr sie auch schon stehen, die 890 Jump, die Superjacht von Origin Jumpworks. Das aktuell teuerste Schiff im Universum. Wir schauen sie uns heute an, aber wir schauen uns auch die anderen Schiffe von Origin an. Wir fangen im rechten Teil der Halle an mit der 100er Serie. Da haben wir einmal hier auf der linken Seite die 125A, rechts daneben die 135C. Die 100er Serie, das sind Starterschiffe, sind hauptsächlich Erkundungsschiffe. Und wir haben hier ganz hinten die 100i, wo wir jetzt einmal hinlaufen. Das sind praktisch drei verschiedene Versionen desselben Schiffes. Die 135C ist, wie ihr hier schon sehen könnt, an der Ladeklappe für den Transport von Fracht ausgelegt. Die 125A ist eher ein militärisches Schiff, ein Abfangjäger. Und die 100I ist dann das reine Erkundungsschiff und Luxuserkundungsschiff dabei. Die 100er Klasse verbindet, dass sie an den Flügeln Einlässe hat, bei denen sie den Wasserstoff aus der Luft filtern kann. Das heißt, hier kann auch in der Atmosphäre Treibstoff zurückgewonnen werden, was die Reichweite deutlich vergrößert. Wir stehen jetzt hier vor der 100i und ich würde sagen, wir gehen einfach mal in den Innenraum und da sehen wir haben hier einmal oben Zugriff auf die Module, der lässt sich auch schließen. Das macht dann das Ganze etwas angenehmer anzuschauen. Wir haben hier unten noch ein Fach, wo man ein bisschen Fracht einlagern kann, was man auch verstecken kann. Wir haben hier ein Bett oder naja, eine Pritsche, auf der man liegen kann und wir haben dann hier vorne den Pilotensessel und das Cockpit mit einer wirklich großartigen Rundumsicht. Das ist also wirklich für Anfänger gedacht, ein einfaches, aber auch sehr luxuriöses Erkundungsschiff, mit dem man sehr hohe Reichweiten erreichen kann. Nachdem wir uns die 100er Serie angeschaut haben, sehen wir hier in Halle 2 an den Seiten die 300er Serie und in der Mitte die 400er. Und da fangen wir bei den 300ern an. Auf der rechten Seite die 300i, das ist das reine Touring-Schiff. Wir haben dahinter die 315P, das ist der sogenannte Pathfinder, also ein Schiff mit erweiterten Scanning-Möglichkeiten und einem Traktorstrahl an der Front. Und wir haben dann dort hinten die 325A auf der rechten Seite und die 350R auf der linken Seite. Die 325A ist eher als Abfangjäger eingerichtet. Die 350R ist ein Schiff, das rein für Racing gedacht ist, also für die Rennfliegerei. Und ich würde mal sagen, wir schauen mal in die 300i hinein. Das ist als Touring-Kandidat der am luxuriösten ausgestattete dieser vier Typen. Und da schauen wir uns den Innenraum mal an. Wir haben hier die Seitentür. Mal schauen, ob wir da Zugriff bekommen. Ja. Da haben wir eine Leiter, über die wir dann einsteigen. Und schon finden wir uns im Inneren des Schiffes wieder. Erinnert ein bisschen an die 100er Serie, ist aber sehr viel geräumiger, sehr viel luxuriöser ausgestattet. Wir haben auf der linken Seite ein sehr bequemes Bett mit Fernsehbildschirm. Wir haben hier hinten Schrank, Kleiderschrank, wo wir Sachen aufbewahren können. Wir haben eine voll eingerichtete Küchenzeile mit Kühlschrank. Und wir haben letztendlich hier auch eine Nasszelle. Also zumindest eine Toilette. Und wir haben dann hier auch das Cockpit. Und hier vor uns haben wir die 400i. Das ist die kleine Yacht quasi von Origin. Ein reines Erkundungsschiff. Wir sehen hier vorne haben wir eine kleine Garage für ein Hoverbike. Da ist üblicherweise eine X1 untergebracht. Und hier haben wir dann die große Rampe, über die wir einsteigen können. Die führt uns direkt in den Schleusenraum. Da haben wir hier eine Luftschleuse, wo wir auch andocken können und ein- und aussteigen können.
Wir haben auf der anderen Seite die Schränke für die Ausrüstung und einen herrlichen Blick durch eine große Glasscheibe auf den Gravitationsgenerator und dahinter auf die Motorradgarage, wo dann quasi das X1 untergebracht ist, oder ein Aopoa Nox, was wir uns schon am ersten Tag der Messe angeschaut haben. Wenn wir jetzt weiter nach hinten gehen, kommen wir direkt in den Maschinenraum. Die Maschinenzugriffe haben wir dann auch auf beiden Seiten jeweils durch Türen. Die kann man öffnen und der Maschinenraum ist klimatisiert. Also wenn ihr unten links in die Ecke schaut, seht ihr, es sind hier noch satte 3 Grad Celsius. Dann wollen wir die Tür mal wieder schließen, damit die Kälte da auch drin bleibt. Wenn wir dann weiter nach hinten gehen, haben wir hier den Frachtraum auch mit. Ich glaube, wir können den auch hochfahren. Genau. Mit einer Plattform, die sich nach unten fahren lässt, wo wir dann auch Fracht lagern können. Und mit Rettungskapseln. Genau. Gehen wir weiter in den oberen Teil des Schiffes. Es gibt hier einen Fahrstuhl, den wir rufen können. Wir können mal schauen, ob das funktioniert. Nein, der Fahrstuhl will heute nicht. Das macht nichts, denn es gibt hier rechts eine Jeffreys-Röhre, durch die wir nach oben steigen können. Und da haben wir auch den Fahrstuhl. Guten Tag. Alle immer mit der Ruhe. Und dann befinden wir uns auf dem Oberdeck. Quasi. Wir haben rechts den Zugang zur Brücke. Und auf der Brücke haben wir dann auch die 3 Plätze. Einmal für den Piloten. Und links 2 Supportsessel, von denen aus dann auch die ferngesteuerten Geschütztürme gesteuert werden können. Auf dem Hauptdeck auf der rechten Seite haben wir dann hier das Badezimmer, was recht luxuriös eingerichtet ist. Und wenn wir nach hinten laufen, haben wir einmal links die Crewquartiere mit 2 Betten, 2 Schränken und Fenstern nach außen. Und auf der gegenüberliegenden Seite das Kapitänsquartier mit Bett, mit Fenster und mit Schreibtisch, Regalen und einem Kleiderschrank. Ganz hinten im Schiff haben wir dann letztendlich den Aufenthaltsraum, wo wir auf der rechten Seite Sitzgelegenheiten haben. Auf der linken Seite eine luxuriös ausgestattete Küchenzeile und in der Mitte dann den Kartografietisch für die Stellarkartografie. Der ist noch nicht implementiert, ist aber schon angekündigt für kommende Versionen. Wir haben außerdem auf ganzer Breite am Heck diese riesige große Glasscheibe, durch die man nach draußen blicken kann, wo wir auch am Heck dann den oberen Geschützturm sehen, den ferngesteuerten, und der andere ist dann quasi unterhalb Unterdeck montiert. Genau, und das war die 400i. Unten im Keller haben wir dann noch die 85X, ein einsitziges Erkundungsfahrzeug, was so ein bisschen aussieht wie ein fliegendes Auto. Und auf der anderen Seite haben wir dann die M50, die eher so ein bisschen raumflugfähiges Flugzeug ist als Raumschiff. Die ist hauptsächlich für den Rennsport gebaut worden. Bei den Hologrammen vorgestellt haben wir heute die X1, das ist das Hoverbike von Origin Jumpworks, das speziell entwickelt wurde, um in die Garage in der 400i zu passen, die wir uns vorhin angesehen haben. Das wird es auch in verschiedenen Varianten geben. Und auf der anderen Seite haben wir den G12, beziehungsweise hier konkret den G12A, die militärische Variante. Wird es auch in anderen Varianten geben. Das ist sozusagen ein kleines Erkundungsfahrzeug, was dann hoffentlich auch in den Hangar der 400i passen wird. Das soll es auch in Varianten geben für die normale Erkundung, also ohne Raketenwerfer auf dem Dach, und auch als Motorsportvariante. Wir bewegen uns in den Seriennummern weiter nach oben und haben hier vor uns die 600i, ein Touring- und Erkundungsschiff, das mit sehr, sehr viel Luxus aufwarten kann. Wir haben hier einmal einen Fahrstuhl, durch den es nach oben geht, und da schauen wir uns das Schiff mal von innen an. Jawohl.
Dieser Fahrstuhl, der wird uns dann nach oben erst einmal auf das Unterdeck bringen. Und hier sieht man schon eine Glastür, ziemlich teure Materialien. Wir haben einen Holzfußboden, Holzlaminat. Das ist schon eine ganz andere Klasse als die Schiffe, die wir uns bis jetzt angeschaut haben. Und da haben wir hier einmal den Hauptinnenraum, da haben wir einen Aufenthaltsraum, durch den man durch eine Glasplatte nach unten sehen kann. Wir haben eine Treppe, die ins Oberdeck führt. Jede Menge Pflanzen an den Wänden und wir haben hier einen Durchgang, der nach hinten geht. Da haben wir nochmal einen Aufzug, der uns durchs Schiff bringt. Und wir können hier auf der linken Seite nach unten laufen und kommen dann in die Crewquartiere. Wir haben hier einen großen Raum, 4 Betten und einen Durchgang zu den Rettungskapseln und zum Maschinenraum mit einer Sitzgelegenheit. Sieht zwar alles sehr, sehr schön aus, aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ein bisschen wenig Privatsphäre in dem Schlafraum. Wir haben hier nochmal ein schön eingerichtetes Badezimmer mit 2 Toiletten. Großzügigen. Und da hinten sind auch dann die Duschräume untergebracht. So, wir könnten den Aufzug nach oben nehmen, aber ich glaube, wir lassen es uns nicht nehmen, einmal diese wunderschöne hängende Treppe nach oben zu laufen. Und dann hier auch auf dem Oberdeck uns umzuschauen. Wir haben dann hier auf der rechten Seite nochmal einzelne Schlafräume. Das sind sozusagen kleine Suiten. Wir haben ein Doppelbett, wir haben Badezimmer mit reichlich wenig Privatsphäre. Ich glaube, das ist dann etwas auf dem Schiff, was hier ein deutliches Thema, was sich hier durchzieht, ein roter Faden. Das sind sozusagen die Gästezimmer auf dem Schiff. Davon haben wir 4 an der Zahl. Und wir haben dann hier den Durchgang auf dem Oberdeck nochmal zu Rettungskapseln, zum Fahrstuhl, mit dem wir eben hochgefahren sind, und zur Brücke. Und hier auf der Brücke haben wir dann quasi den Pilotensitz einmal in der Mitte und 2 Unterstützungssitze rechts und links davon. Und hier in diesem riesigen Cockpit dann auch wunderbare Übersicht über die ganze Außenwelt. Wenn wir jetzt durch den Gästeraum und durch den großen Aufenthaltsraum nach hinten in den hinteren Teil des Schiffes gehen, haben wir hier nochmal den Aufzug. Und hier begeben wir uns dann die Treppe hoch. Da haben wir einmal noch einen Maschinenraumzugriff bzw. auch Lagerräume und dann den Zugang zur Bar. Also wir haben hier eine Bar am Schiff und hinter dieser Bar können wir, da sind auch 2 Barstühle, nach unten laufen. Da haben wir nochmal einen Tisch und eine große Sitzgelegenheit nach hinten raus, quasi mit dem riesigen Fenster als Ausblick von der Yacht. Und dann können wir hier nach unten gehen, haben nochmal rechts ein paar Fernsehsessel. Wir haben hier hinten einen Billardtisch, an dem Billard gespielt werden kann. Und wir haben dann hier nochmal die Küchenzeile mit großem Kühlschrank, mit eingerichteten Regalen und mit einem Essplatz für 3 Personen. Und wir haben dann auf der linken Seite den Durchgang in die Maschinenräume, beziehungsweise das ist der Serverraum. Da hat man hier hinten nochmal einen Durchgang zum Maschinenraum. Da haben wir dann den Zugriff auf die Maschinen. Gehen wir nun durch den vorderen Teil des Schiffes wieder nach vorne.
also fast hierhin, wo wir auch rausgekommen sind, kommen wir letztendlich in der Captain Suite an. Die befindet sich hier direkt unterhalb der Brücke mit einem großen Glasfenster nach vorne, ja, in Richtung der Flugrichtung, mit einem gewaltigen King-Size-Bett, was genau auch vor dieser Glasscheibe ist. Das heißt, man wacht früh auf und sieht die neue Welt, die man mit dem Schiff erkundet hat. Wir haben dann hier auch den Schreibtisch des Captains und links der Eingangstür haben wir ein bisschen versteckt auch das Badezimmer des Captains inklusive Duschkabine und Toilette. Hier sehr, sehr luxuriös eingerichtet ist. Also wenn ihr mich fragt, ich könnte es hier auf längere Zeit aushalten, aber wir müssen uns noch den Star des Abends ansehen. Allerdings müssen wir uns noch den Star des Abends ansehen, die 890 Jump, und das tun wir jetzt. Die 890 Jump ist wirklich ein Luxusliner der Superlative, mit dem normalerweise nur die Reichsten der Reichen verkehren. Und Normalsterbliche wie wir werden niemals im Leben so viel Geld verdienen, dass wir dieses Ding besitzen oder auch nur damit Urlaub machen können. Aber einmal im Jahr haben wir zur IAE, zur Messe, die Möglichkeit, auch mit diesem Schiff mal eine Spritztour zu unternehmen. Und wir werden uns das jetzt von innen anschauen und werden uns ansehen, was das teuerste Schiff des Universums so besonders macht. Ja, wir stehen hier jetzt im Inneren der 890 Jump vor dem Eingang des fliegenden Hotels und wir schauen uns das mal von innen an. Links und rechts des Eingangs haben wir die Dockingschleusen, zu denen man dann, also jeweils zu einer, man dann das Schiff betritt normalerweise, wenn es angedockt ist in einem Raumhafen. Und hier ist dann der Eingang zum Hauptdeck. Da haben wir hier einmal die große Treppe mit dem Aufenthaltsraum darunter und jeweils links und rechts haben wir schon mal Suiten. Die sehen entsprechend auf beiden Seiten gleich aus. Wir haben einen Schreibtisch, wir haben ein großes Aquarium hier drin, dann jeweils das King-Size-Bett bzw. Queen-Size-Bett. Wir haben hier einmal einen Tisch mit einem Damebrett, das natürlich auch einsatzbereit ist. Wir haben eine große Couch, auf der man sitzen kann, und wir haben das sehr luxuriös eingerichtete Badezimmer inklusive Whirlpool. Das ist auf beiden Seiten gleich und wir können jetzt mal durch das Hauptdeck weiter nach hinten gehen. Da haben wir einmal, wenn ich jetzt mal an diesen Treppen hier vorbeigehe, den Aufenthaltsbereich. Dann haben wir dahinter Zugänge zu den Escape Rafts, also den Notbojen oder Barken, Notbarken, genau. Und hier hinten haben wir dann den Zugang zum Sparbereich. Da haben wir hier einmal die Umkleiden. Hier dann ein Wasserfallbecken, ja, eine Art Whirlpool ist das. Dann haben wir hier links und rechts Aufzüge, die uns durchs Schiff bringen. Und wir haben dann hier jeweils die Saunabereiche und den Swimmingpool unter Deck. Gehen wir jetzt wieder durch den Hauptraum zurück und einmal die große geschwungene Treppe nach oben. Dann führt uns das einmal an diesem Kunstwerk hier vorbei. Bis ans obere Deck, wo wir einmal Aufenthaltsbereiche haben mit Sitzgelegenheit. Und wir haben hier einmal den Durchgang zur Brücke. Mit
dem großen Kartografie-Hologramm, aktuell noch nicht implementiert, aber kommt in einem der nächsten Updates, und dem Pilotensessel und 2 Co-Pilotensesseln mit Blick auf die Hangar-Schotten oben am Schiff. Das heißt, dieses Schiff hat auch seinen eigenen Hangar, wo man quasi mit seinem eigenen Schiff hier landen kann und Urlaub machen kann. Das schauen wir uns gegebenenfalls später nochmal an. Mal schauen, wie weit wir kommen. Schauen wir jetzt hier nochmal die große Treppe im Foyer nach unten an der modernen Kunst vorbei. Haben wir hier nochmal eine Tür, die uns ins Foyer bringt, wo wir auch nochmal links und rechts Suiten haben, die genauso aufgebaut sind wie die Suiten, die wir bereits gesehen haben. Wir haben hier Zugang zum Lift. Wir haben links und rechts nochmal Baderäume, WCs, und dann haben wir auch schon Zutritt zur Bar des Schiffes. Da haben wir hier einmal den runden Bartisch, wir haben dort nochmal Sitzgelegenheiten und Tische, und wenn wir weiter nach hinten gehen, kommen wir dann in die Messe bzw. in den Speisesaal, wo wir hier auch einmal die einzelnen die einzelnen Tische haben und eine große Tafel, an der man dann ebenfalls Platz nehmen kann. Und hier sieht man auch sehr schön die Übersicht, einmal über den Hangar und einmal den Rundumblick aus dem Schiff quasi heraus. Bevor ich mich jetzt aber an der Bar niederlasse bei Erdnüsschen und Champagner, schauen wir uns nochmal den technischen Teil des Schiffes an. Hier hinter der Bar haben wir nämlich Zutritt zum Bereich der Küche, und da haben wir hier auch den Aufzug, der uns in den Crew-Bereich und in die Küche bringt. Und da sind wir auch schon angekommen. Hier haben wir dann die Küche des Schiffes. Im hinteren Teil der Küche haben wir dann den Durchgang zu den Crew-Quartieren. Da haben wir einmal auch das Lager für die Küche. Und dann haben wir hier hinten den Aufenthaltsbereich für die Crew, inklusive Esstisch. Und hier sind die Crew-Quartiere, also kleine Betten und jeweils Kleiderschrank. Dazu haben wir hier dann auch einen Waschraum. Hier Durchgang zu Rettungskapseln, und hier haben wir einen Aufenthaltsraum für die Crew, wo sie ihre Pausen verbringen kann und auch etwas Billard spielen kann, sich ausruhen kann. Und wir haben dann im hinteren Bereich des Ausstiegs den Zugang durch eine Luftschleuse in den Hangarraum. Und wir sehen hier auch schon im großen Hangarraum, wir haben hier einmal Möglichkeiten, Fracht aufzubewahren an den Seiten, und wir haben hier einen Hangar, den wir öffnen können. Also man kann hier dann auch mit dem Schiff landen und das Schiff runter in den Hangar fahren lassen. Außerdem gibt es hier im Hangar auch die Möglichkeit, Basketball zu spielen. Wir haben hier ein Basketballfeld und einen Korb. Gehen wir nur einmal durch die Luftschleuse auf der linken Seite des Schiffes nach hinten, kommen wir in den Wartebereich für die Leute, die also hier über den Hangar ins Schiff kommen, und haben dann hier entsprechend durch die große Tür Zugang einmal zur medizinischen Einrichtung. Da haben wir also eine voll eingerichtete Medizinstation inklusive Regenerierung. Und dann letztendlich den Zugang zum Bereich des Schiffes, der für Gäste gedacht ist. So, ich mache mich jetzt auf den Weg zum Raumhafen. Man wird doch mal sehen, ob wir vielleicht ein oder zwei der Origin-Schiffe auch mal ausprobieren können. Das ist unsere 890 Jump, die wir heute einmal ausprobieren können. Und wir versuchen jetzt gleich mal, ob wir die abgedockt bekommen. Bis gleich an Bord.
So, wir betreten jetzt das Schiff durch den äußeren Dockingring. Da öffnen wir einmal die Tür. Schließen die Tür wieder. Und dann sind wir an Bord. So sieht das Ganze dann aus, wenn der Strom noch abgeschaltet ist an Bord. Aktuell sind die Lichter alle etwas gedimmt. Das wird sich gleich ändern, denn wir werden jetzt versuchen, mit dem Schiff abzuheben. Gut, bevor sie mich jetzt gleich wegstören. Wir sind clear zur Launch und wir müssten jetzt abgedockt sein. Jawohl, Disengaging Docking Clamps. Und da sind wir, denke ich, abgedockt. Jetzt können wir vorsichtig mal Gas geben. Jawohl. Und das Schiff ist abgedockt. Richtig. Natürlich hat Port Tressler es sehr eilig, uns hier vom Docking loszuwerden, da jetzt sicherlich viele Leute hier sind und versuchen auch ihre 890 Jump auszuprobieren. Und ihr seht auch schon auf dem Radar in der Mitte meines Bildschirms, es ist verdammt viel Betrieb an Port Tressler, also es ist viel los. Wir werden nichtsdestotrotz auch mal versuchen, jetzt die 890 Jump wieder anzudocken, was auch immer ein sehr spezielles Vergnügen ist, und wir schauen mal, ob wir es hinbekommen. So, als erstes brauchen wir die Landeerlaubnis für Port Tressler. Und da haben wir auch schon das Docking. Und wenn mich nicht alles täuscht, ja, müssen wir am anderen Ende der Station andocken. Das heißt, wir werden einmal auf die andere Seite vom Port Tressler fliegen. Und ihr seht schon, das Docking-Interface auf meinem Bildschirm ist aufgeploppt. Das zeigt uns jetzt auf verschiedene Weise an, wie wir uns auszurichten haben, um hier korrekt zu docken. Ihr seht schon, da hängt eine 890 Jump im Weg von einem Kollegen, der es nicht hinbekommen hat. Wir versuchen, ob wir es besser machen können, aber das werden wir gleich sehen. Höher. Jawohl. Und da sind wir im Autodocking drin. Und damit sind wir gedockt. Schalten die Motoren aus. Das hat alles perfekt funktioniert. Wunderbar. So Leute, das war es mal wieder am 4. Tag der IAE. Ich verabschiede mich von euch. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Falls euch noch etwas gefehlt hat, falls wir noch ein bestimmtes Schiff zum Finale nochmal ausprobieren sollen, lasst mir doch einen Kommentar da. Außerdem lasst mir Likes da, lasst mir ein Abo da, kann ich immer gebrauchen. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Bis morgen und einen guten Flug.